Rückrundenauftakt gegen Genua. Jetzt geht's also rund. Jetzt ist die Zeit für die Entscheidungen gekommen. Vielleicht noch nicht in den nächsten Spielen, aber in der Rückrunde, da werden auf jeden Fall einige Entscheidungen fallen. Gegen Genua gilt es also in die Rückrunde gut reinzustarten. Ein paar Punkte Vorsprung haben wir, aber auch nicht viel. Und die Konkurrenz, die schläft nicht. Haben wir nochmal gesehen im letzten Part. Die gewinnen auch ihre Spiele. Die lauern eigentlich nur auf unsere Fehler. Und wir mit Neuzugang Davis und Traumtorschütze Gravenberg im Gepäck. Beim Tabellen 18. Aber ihr seht, das geht schon wieder in eine Richtung, in die es gegen Lecce halt zum Beispiel nicht ging. Da waren wir wirklich sehr, sehr dominant, hatten teilweise über 80% Ballbesitz. Ey, das hatte ich auch noch nie. Aber heute ist ein anderer Gegner. Wie gesagt, ich muss mal hier ein Phrasenschwein hinstellen. Ich könnte so viele Phrasen raushauen. Das könnte ich irgendwie am Ende des Projekts spenden. So viel Euronen würden da wahrscheinlich zusammenkommen. Jetzt haben wir hier Vlahovic, Prognose 41 Tore, 19 Tore, Wettbewerbsrekord 36. Also wenn er so weit... Hä? Das hätte Ecke geben müssen, oder nicht? Nee. So viele Tore wie der macht und so regelmäßig wie er trifft. Da könnte man meinen, dass das auf jeden Fall der Fall sein sollte. Das wäre natürlich schon eine Hammerquote. Überlegt mal, über 40 Tore. Aber aufgepasst, jetzt müssen wir erstmal hinten aufpassen. Castells! Und der Abstauber. Und das 1:0 für Genua. Auch hier geht's wieder los, wie die Hinrunde. Die Abwehrprobleme lassen einfach nicht ab. Hier, die Wahl von Ndika, entweder draufgehen oder nicht. Aber ich glaube, egal wie er sich entschieden hätte, der Ball wäre, glaube ich, reingegangen. Und dann ist es am Ende Yeboah. Ich habe gerade nochmal geguckt, die Aufstellung. Die spielen mit einem 4-4-2, unter anderem mit Yeboah. Calvin Yeboah, der ist verwandt natürlich mit Anthony Yeboah. Aber wie jetzt genau, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die verwandt miteinander. Und auf jeden Fall führt Genua als erstmal 1:0. Durch Yeboah. Aber da ganz typisch auch wieder gesehen, wenn die Gegner unser Mittelfeld überbrücken, ganz schnell, dann haben wir riesen Lücken. Ja, ist halt wegen diesen beiden Sechsern. Aber ich habe ja auch schon oft gesagt, dass diese Dreierkette trotzdem gut ist. Auch wenn wir hinten riesen Lücken haben, die ist trotzdem gut. Weil wir halt vorne so viel Präsenz und so viel Wucht einfach im Strafraum haben. Schade. Vlahovic dann doch ein bisschen zu locker. Dass ich halt gar nicht anders kann, als damit zu spielen. Ich habe nämlich jetzt gerade gesehen, die beiden Stürmer gehen dann nämlich auf die 3 Innenverteidiger. Dann ist zwar noch einer von uns frei, aber die beiden Sechser, die konzentrieren sich dann doch eher auf die Sechser von denen. Und dann ist halt irgendwann auch die Lücke da. So, apropos Lücke, Davis, Pogba, komm, kriegt er den noch rum? Nee. So viele Leute vorne und dann trotzdem nur 3 Mann hinten. Oh, und dann das wieder. Legt er sich den mal wieder 10 Kilometer weit vor. Gravenberg dazwischen, aber nicht konsequent. Und jetzt aufgepasst. Alaba gegen Parigini, der rutscht durch. Machen uns schon wieder mehr Probleme, wie mir hier recht ist. Aber gut, können wir nicht ändern. Vielleicht mal der Konter hier. Vlahovic, Kulusevski hat jetzt Platz. Jawohl. Und jetzt Kesa nur in der Mitte. Hinten Talisca, der winkt. Ja, guckt nochmal. Anderson, Talisca. Schade. Da wollte das typisch brasilianisch machen, aber hätte das mal lieber deutsch gemacht. Mit dem Kopf oder so. So wie Horst Rubesch, Uwe Seeler, die konnten das doch alle. Gerd Müller. Oder Klose. Oder hast du nicht gesehen? Ah, das ist wirklich ein Phänomen hier. Wahnsinn. Wir kriegen es trotzdem immer wieder hin, uns doch Chancen rauszuspielen und doch unsere 1-2 Tore zu schießen. Halt nicht immer. Aber heute müssen wir. Weil wir liegen hinten. Käse. Ach, da wäre oben Davis frei gewesen. Jetzt müssen wir über Kulusevski gehen. Aber auch hier im 1 gegen 1 selten mal die Chance, uns da durchzusetzen. Das ist wirklich ganz, ganz schwer. Aber Ball ist schon wieder da. Der Einsatz stimmt auf jeden Fall. Das Ergebnis noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber wir machen es auch hier wieder zu kompliziert. Da wird dann nochmal ein Ball hochgenommen. Weil ich dann gerne den Ball in die Tiefe haben möchte. Oh, und Genua spielt uns hier aus auf dem Bierdeckel. Das ist Fußball einfach. Und einfach schlecht verteidigt. Wieder mal von uns. Und wieder ist es Yeboah, der uns die zweite Kiste einhaut. Tja, da bist du erstmal bedient.
sehr dilettantisch auch wieder verteidigt. Wie gesagt, das sieht halt immer doof aus. Und die Frage, warum ich das nie verändere oder warum ich da jetzt nicht was verändere, die ist natürlich auch bei mir da. Aber im Prinzip haben wir einfach durch die Dreierkette vorne viel, viel mehr präsent als mit diesem 4-2-3-1. Aber man sieht ja auch, dass wir jetzt in dem Spiel zumindest große Probleme haben. Deswegen stelle ich um auf 4-2-3-1. Weil in ihrem 4-4-2, gerade vorne mit Jeboa, der braucht halt nicht viel. Der hat zweimal aufs Tor geschossen. Und hat direkt mal einen Doppelpack erzielt gegen Juve. Kann er direkt mal dem Anthony erzählen. So, aber wir sind noch nicht fertig hier. Talisca, nee. Klappt noch nicht viel. Da muss in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall mal der Turnaround gelingen, egal wie. Chancen sind ja da. Und jetzt versuche ich es im 4-2-3-1. Dann haben vielleicht die beiden Sechser auch ein bisschen mehr Defensivgedanken. Oder vielleicht kümmern die sich dann mehr um die beiden Stürmer. Und die 3 vorne oder die 4 haben dann für sich auch ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Raum. Gravenberch, da ist Pogba. Ja, muss jetzt mal vorangehen hier. Aber natürlich nicht so. Mit Fehlpässen und jetzt aufgepasst. Wieder Ball in die Tiefe. Oh, da ist wieder Jeboa und das haben wir bislang gut verteidigt. Ist die Frage, wie? Wie gehst du das an? Die stehen natürlich jetzt hinten drin. Ist ja auch völlig legitim. Die führen 2-0, die müssen nicht unbedingt. Wir müssen jetzt. Und zwar vielleicht so, Kulusewski, Alaba, in der Mitte halt nur Vlahovic. Was heißt nur Vlahovic? Der hat schon auf Tore geschossen. Talisca müssen wir halt suchen, auch wenn die Abschüsse momentan noch 10 Meter übers Tor gehen. Vielleicht gehen sie in der zweiten Halbzeit dann rein, aber genau das müssen wir machen. Jetzt wird er mal nicht geblockt, jetzt geht er, wie gesagt, 10 Meter drüber. Ah, das wird noch eine ganz, ganz wilde Rückrunde, glaube ich. Da wird noch so viel passieren. Ihr seht ja, selbst mit einem 5-Punkte-Vorsprung sind wir nicht sicher. Wenn die anderen dann gewinnen, dann haben wir wieder nur 2 Punkte Rückstand, beziehungsweise Vorsprung. Aber gut, noch ist halt das Spiel hier nicht vorbei und wir haben ja die Lücken, Kulusewski. Auch wenn wir da noch mehr Freiraum jetzt gehabt hätten. Aber genau das ist doch jetzt das, was ich gerne haben wollen würde. Hinten stehen wir ein bisschen stabiler, nach den 2 Dingern halt erst. Ich habe gedacht, irgendwann wird sich das wieder legen. Aber momentan halt nicht. Und die spielen in ihrem 4-4-2. Ja, vorne haben sie Retegui, Matteo Retegui und Jeboa. Und ansonsten haben die halt auch nur so eine Durchschnittsmannschaft. Ihr guckt euch das an. Die treffen sich nach dem Spiel nochmal auf ein Bierchen oder auf einen Wein. Italien-Weintrinker eher. Das kannst du dir halt nicht ausdenken, ne? Aber hilft nichts. Von Firen ist noch niemand erfolgreich geworden. Dann wollen wir mal versuchen, das Spiel hier zu drehen. Über Talisca. Chiesa und da ist Vlahovic. Hat zu sehr in den Rücken. Vielleicht ist das jetzt mal unsere zweite Hälfte. Sonst haben wir immer nur die Gegner, die hier in der zweiten Hälfte auftrumpfen. Und bei uns dann so gefühlt der Stecker halb rausgezogen wurde. Vielleicht können wir das ja diesmal machen. Nach vorne über Chiesa. Ja, viel Geschwindigkeit. Vielleicht auch mal ein 1 gegen 1 gehen. Da ist wieder Pogba. Und wieder wird er geblockt. Gravenberch. Talisca, Pogba. Ja, und trotzdem vorne drauf gehen. Vorne die 4, die da sind, die können ruhig weiter Druck machen. Aber dann Mittelfeld und Abwehr, die müssen einfach stabil zusammenstehen. Gravenberch kommt da nicht ran. Nächste Chance, Genua. Achtung, wieder zu einfach. Alaba außen zur Ecke. Ja, das sind diese kleinen Nadelstiche, von denen ich auch immer oft erzähle, die tun dann am meisten weh. Die Bälle in die Tiefe, die können halt auch zu einfach gespielt werden. Achtung. Und dann stehst du halt am Ende des Tages blöd da. Davis, komm, müsst ihr mal rein in den Zweikampf. Aber wir kommen halt auch nicht rein in den Zweikampf. Und dann kommt Genua und macht das dritte. Und dann kommt Genua und macht das dritte in Minute 57. Das halt auch zu einfach ging. Das ist Wahnsinn. Wir sind eigentlich genug Leute hinten und dann schaffen die es mit 2 einfachen Pässen, unsere Abwehr auszuhebeln. Und Retegui, den Namen sollte man sich auch merken. Der markiert das 3-0. Und damit, glaube ich, erstmal einen richtigen Dämpfer zum Rückrundenauftakt hier. Also ähnlich wie die Hinrunde begonnen hat, so beginnt auch die
Rückrunde. Sehr spektakulär mit vielen Toren für den Gegner. Aber für uns bislang leider nicht. Und die machen direkt weiter hier. Die hören gar nicht auf. Jetzt ist Abseits. Hallo, Abseits. Nach einer Stunde. Ja, irgendwie... Weiß ich nicht. Müssen wir da was verändern? 4-3-3. Ich guck mal gerade, wie wir im 4-3-3 stehen. Das ist ja völlig chaotisch, wie wir das spielen. 4-3-3 können wir nochmal machen. Ja, Davis, Kostic könnte man auch nochmal reinbringen. Kamavinga haben wir auch nochmal auf der Bank. Zakaria, aber ich weiß nicht für wen. Eigentlich stehen ja gute Leute auf dem Platz. Die können es ja, die haben es schon bewiesen. Die können auch Tore schießen. So ist es nicht, aber heute klappt das weder in der Dreierkette noch im 4-2-3-1. Vielleicht im 4-3-3. Guckt euch das an. Die bleiben auch drauf, nach wie vor. Die spielen einfach heute besser. Besonders in der zweiten Halbzeit. Sehr aggressiv und zu schnell für uns, muss man auch einfach mal sagen. Bislang zu schnell für uns. Und deshalb folgerichtig fast das 4-0. Da muss man halt auch mal anerkennen, wenn der Gegner einfach besser spielt. Wenn wir es nicht hinkriegen, in 3 verschiedenen Formationen hier so ein bisschen Gefahr irgendwie mal auszustrahlen. Also noch will ich hier das Spiel nicht ganz abschreiben, weil wir haben schon ganz andere Dinger gedreht, aber im Normalfall war es das. Im Normalfall schieße ich hier keine 3 Tore. Aber es hat es alles schon gegeben. Wenn wir halt nach den Fehlpässen, die Genua halt auch drin hat, versuchen schnell umzuschalten, das müssen wir auch. Und dann natürlich auch die Chancen nutzen. Vlahovic, aber vorne alleine, das bringt nichts. Das ist leider zu durchschaubar. Und wir lassen uns auch wieder dermaßen tief hinten reinfallen. Guck mal, Davis, der muss doch auch eigentlich schneller sein. Das verstehe ich nicht. Der ist so schnell. Vom Zweikampf her müsste der eigentlich auch jedem da gefühlt weglaufen. Aber wir machen es halt heute nicht. Und Genua, die machen mit uns, was sie wollen. Die spielen hier uns auf dem Bierdeckel aus, spielen hier Katz und Maus. Und wir kassieren fast das 4. Also wir sind überhaupt nicht da in der zweiten Halbzeit. Das ist ganz, ganz schlechter Auftakt hier in die Rückrunde. Jetzt haben wir noch 20 Minuten. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir müssen jetzt. Da ist Vlahovic. Warum geht der nicht hin? Der wartet und guckt, was der Ball macht, anstatt der mal hingeht. Ah, das ist wieder zum Mäusemelken, echt. Streck doch einfach einen Fuß aus oder mach irgendwas. Mach einen Flugkopfball, keine Ahnung, versuche irgendwie da Gefahr reinzubringen, aber nicht so. Oh, Castells. Also Freunde, wir spielen ja jetzt hier nicht zum ersten Mal Fußball. Hallo, wir spielen doch hier nicht in der Kreisklasse oder was? So sah das schon teilweise aus. So kann ich rumstolpern, aber doch nicht du. Kesa, wieder... Nee, Vlahovic. Wir kriegen es nicht hin. Das 4-4-2 heute hat uns echt gekillt. Hinten standen wir total offen. Vorne kriegen wir in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts hin. Bislang. Und ich habe wenig Hoffnung. Hier, wo ist denn da einer? Talisca ist gegen 6 Mann alleine. Und von selber kommen sie nicht mehr auf die Idee, guck mal, diese Halbräume einfach mal hier anzulaufen, in diese Freiräume reinzulaufen. Von alleine funktioniert da überhaupt nicht. So, Davis mal dazwischen und wieder. Selbes Spiel. Chiesa gefühlt alleine gegen alle. Grafenberg da oben. Da ist er wieder. Grafenberg vielleicht mal mit dem ersten Tor. Nee. Das war mal die erste richtig gefährliche Chance in Halbzeit 2. Nach 85 Minuten. Da weißt du schon, wie das Spiel läuft. Aber gut, so Spiele hat man halt auch mal, wo halt überhaupt nichts funktioniert, wo der Gegner schier übermächtig ist. Und wo die halt einfach besser sind. Vielleicht doch nochmal ein Tor. Nee. Selbst Talisca möchte heute nicht. Dem möchte nichts gelingen. Das wird auch wieder anders sein. Wir werden auch wieder Spiele haben, wo wir vielleicht mal den Gegner dominieren. Zwar nicht zu 0, aber auf jeden Fall dominieren. So ein 1-0 oder 2-0, das können wir halt nicht mit Juve. Wir brauchen dann eher mal ein 5-3 oder ein 4-2 oder so. Oder wenn dann halt eine Niederlage, dann nochmal eine richtig schön deftige. 3-0 in dem Fall. Bis jetzt, mal gucken. Vielleicht kommt da doch noch ein Tor hinzu. Talisca, nee, selbst das funktioniert nicht. Also gebrauchter Tag, gebrauchter erster Spieltag der Rückrunde und damit die Chance für die anderen wieder ranzukommen. Das wird eine schöne Karussellfahrt, eine schön lange. Ich hoffe am Ende mit gutem Ausgang für uns heute erstmal verdient. Auch in der Höhe, Gegner war einfach besser.
Wir haben nicht gut gespielt und auch unsere wenigen Chancen, die wir hatten, leider nicht genutzt. Tja, Genua aus wenig viel gemacht. Wir halt aus ebenfalls viel überhaupt nichts gemacht. Das ist halt, glaube ich, das Fazit. Nun gut, können wir nicht ändern. Jetzt gibt es schon eine Länderspielpause. Na gut, wir haben schon Anfang Januar wieder angefangen, ne? Wie bereits zu Beginn der Saison erwähnt, finanzielles Wachstum. Wo haben wir das denn hier? Finanzen. Erhöhe den Wert deines Vereins in 2 Saisons. Ich bin ja erst seit einer Saison da. Also ich habe ja noch 2 Saisons Zeit. Zakaria hat gar nicht gespielt, bedankt sich aber trotzdem für seinen Einsatz. Ach, haben wir doch noch einen Abgang? Ach, Arthur, jetzt. Finally geht er zu Marseille. Genau, das war ja noch einer im letzten Part, der 3 Vereine offen hatte. PSG, Leipzig oder Marseille. Jetzt ist es doch am Ende Marseille geworden. Gut, also auch da wieder eine Position frei, aber die Spieler haben wir ja. Und die Spieler, die können es auch alle. Leihangebot für Cambiasso, wer ist das hier? Andrea Cambiasso. Der sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus, ne? Den musste auch nicht unbedingt abgeben. Ich glaube allerdings, ne, warte mal, Bremer. Ach, genau, das war ja bei Barca das Angebot. Das muss ich ablehnen, also tut mir leid. Der hat einen Marktwert von 92 Millionen, Freigabesumme von 160. Die bieten uns Nuno Mendes für 63 Millionen oder was hatten die? 69 Millionen und noch 720.000 Euro obendrauf. Zahlen sie einfach mal aus der Portokasse. Das gibt's ja nicht hier. Ah ja, Hugo Larsson habe ich auch mal spaßeshalber mal scouten lassen und Martin David. Das war ein freier Jugendspieler. Hugo Larsson, wer es noch nicht mitbekommen hat, Neuzugang von Eintracht Frankfurt. Also wechselt von Malmö nach Frankfurt. Großes schwedisches Talent, ist von ganz Europa wieder gejagt worden. Heißt natürlich erstmal nichts. Aber es ist doch ein schönes Zeichen, dass sich der Spieler für die Eintracht entschieden hat. So, Liverpool 44 Millionen für Paul Pogba. Der ist halt im besten Alter, ne? Also wenn ihr den zu Geld machen willst, dann jetzt, aber ich brauche den. Du brauchst neben Zakaria und Gravenberg und Anderson Talisca und so weiter, brauchst du halt auch mal so jemanden. Und der ist ja nicht schlecht, der kann vor allem gute Freistöße schießen, also ich brauche den. So oder so. Aber die Konkurrenz, die kann natürlich rankommen. Wir gucken gleich mal, wie die anderen am letzten Spieltag gespielt haben. Und so sieht es nämlich aus. Neapel ist nur noch 2 Punkte dahinter. Florenz und Rom und Inter, die lassen ein bisschen federn. Also wir haben nicht so viel Konkurrenz zurzeit. Momentan nur Neapel. Nächster Gegner zu Hause ist Cagliari. Und da, ja, starten wir den Versuch, mal 3 Punkte zu holen. Also, macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Wenn ihr die spannende Rückrunde nicht verpassen wollt, folgen noch ein paar richtige Kracherspiele. Nur mal just by the way. Also, macht's gut. Ciao, ciao.